In den geheimnisvollen Tiefen der Geschichte, in verschiedenen Teilen der Welt und im Laufe der Jahrhunderte, haben die Menschen an etwas wahrhaft Faszinierendes geglaubt. Dass besondere Worte und heilige Klänge eine unglaubliche Macht besitzen. Sie glaubten, dass sie durch das Sprechen dieser Worte oder das Singen bestimmter Klänge die verborgenen magischen Fähigkeiten von Talismanen, besonderen Gegenständen mit geheimnisvollen Eigenschaften, erwecken könnten. Aber hier ist die große Frage: Können diese alten Worte und Klänge wirklich Türen zu anderen Welten öffnen? Kann die Art und Weise, wie wir sprechen und singen, uns tatsächlich mit etwas verbinden, das über unser Verständnis hinausgeht? Im Laufe der Geschichte haben verschiedene Kulturen Worte als mehr als nur Symbole oder Kommunikationsmittel betrachtet. Sie glaubten, dass Worte eine Resonanz haben, eine Energie, die man sich für außergewöhnliche Zwecke zunutze machen kann. Eine solche Kultur war das alte Ägypten, wo die Macht der Worte hoch geschätzt wurde. Im Land der Pharaonen wurden magische Worte über Talismane gesprochen. Diese Talismane waren nicht nur kunstvolle Schmuckstücke, sondern besaßen eine Bedeutung, die über den materiellen Bereich hinausging. Ob sie nun von den Lebenden getragen oder neben den Verstorbenen begraben wurden, diese Gegenstände waren die Verbindung zum Mystischen. Magische Beschwörungsformeln und Gesänge wurden rezitiert und verliehen diesen Talismanen eine ätherische Energie, die sich nicht erklären lässt. Man stelle sich die Szene im alten Ägypten vor, wo Priester und Praktizierende heilige Verse über diesen Gegenständen sangen und ihre Stimmen mit einer jenseitigen Autorität widerhallten. Es war, als ob das Gewebe der Realität auf ihre Äußerungen reagierte und die Talismane zu Gefäßen der Macht wurden. Doch Ägypten war mit seiner Verehrung für das gesprochene Wort nicht allein. Überall auf der Welt, in den verschiedensten Kulturen und Zivilisationen, war dieser Glaube an die transformative Kraft der Sprache weit verbreitet. Vom Herzen Afrikas bis zu den üppigen Regenwäldern Südamerikas, von den geheimnisvollen Inseln Sumatras bis zu den Ufern des Nils. Die Macht des Wortes war allgegenwärtig. In südasiatischen Traditionen wie dem tantrischen Buddhismus, dem Hinduismus und dem Jainismus spielte das gesprochene Wort eine herausragende Rolle. Hier glaubte man, dass bestimmte Worte, wenn sie mit Absicht und Ehrfurcht ausgesprochen wurden, das göttliche Potenzial in Talismanen freisetzen konnten. Diese Worte fungierten als Schlüssel zu einem mystischen Reich, in dem die Grenzen zwischen dem Physischen und dem Metaphysischen verschwammen. In den Kulturen der amerikanischen Ureinwohner spielten gesprochene Worte und heilige Klänge in Ritualen eine ebenso wichtige Rolle. Diese Worte waren keine leeren Äußerungen, sondern vielmehr Überbringer von Absichten und Verbindungen zum Heiligen. Wenn Sie einer indianischen Zeremonie beiwohnen, werden Sie Zeuge der Wiederholung bestimmter Phrasen, wobei jede Wiederholung einen Schritt näher an die heilige Dimension bedeutet. Das Wort dient in diesem Zusammenhang als Portal, als Brücke zu etwas, das jenseits unserer gewöhnlichen Wahrnehmung liegt. Einer der rätselhaftesten Orte der Erde, die Skinwalker Ranch im Norden Utahs, ist ein Hotspot für UFO-Sichtungen und unerklärliche Phänomene. Dieses 512 Hektar große Grundstück ist seit über einem Jahrhundert eine Quelle der Faszination, mit unzähligen Berichten über seltsame Vorkommnisse. Hier wird das Zusammentreffen von Wissenschaft und Mystik spürbar. Vor kurzem hat sich ein Forscherteam unter der Leitung des Astrophysikers Dr. Travis Taylor auf den Weg gemacht, um die Geheimnisse der Skinwalker Ranch zu erforschen. Bewaffnet mit wissenschaftlichen Instrumenten und einem offenen Geist versuchten sie, die bizarren Vorkommnisse zu dokumentieren und zu verstehen, die dieses Land seit Generationen heimgesucht hatten. Die Erfahrungen, die sie auf der Ranch machten, waren mehr als verblüffend. Unbekannte Luftphänomene, UAP, waren ein häufiger Anblick, die sich oft auf unerklärliche Weise in Luft auflösten,
Dabei handelte es sich nicht nur um Lichter am Himmel, sondern um greifbare Erscheinungen des Unbekannten. Das Team stand an der Schwelle zu etwas Außergewöhnlichem. Um die Bedeutung der Skinwalker Ranch zu verstehen, muss man sich mit dem Glauben der Navajo-Indianer des Uinta-Beckens auseinandersetzen. Nach ihren Überlieferungen waren die auf der Ranch beobachteten Phänomene eng mit interdimensionalen Portalen verbunden. Diese Portale, so glaubten sie, könnten durch die Verwendung bestimmter Worte und Klangfrequenzen geöffnet werden, insbesondere in Verbindung mit talismanischen Gegenständen. In der Welt der indianischen Kultur werden Musik, Gesänge und Rituale in bestimmten Frequenzen durchgeführt. Diese Frequenzen wurden nicht willkürlich, sondern mit Absicht gewählt. Man glaubte, dass die Schwingungen dieser Klänge die Macht haben, Portale zu anderen Dimensionen zu öffnen und die Kluft zwischen dem Alltäglichen und dem Außergewöhnlichen zu überbrücken. Im Jahr 2022 wurde eine Gruppe namens Blazing Bear, bestehend aus Mitgliedern indigener Stämme, auf die Skinwalker Ranch eingeladen. Ihr Ziel war es, ein uraltes Gesangsritual in der Nähe einer megalithischen Felsspirale durchzuführen. Einer Formation, die vor Jahrhunderten geschaffen wurde und der man talismanische Kräfte zuschrieb. Als die Nacht über die Ranch hereinbrach, versammelten sich die Trommler von Blazing Bear in der Nähe der Felsspirale, bereit, ein heiliges Ritual durchzuführen, das seit Generationen weitergegeben wurde. Ihre Trommeln schlugen in Harmonie und ihre Stimmen erhoben sich im Gleichklang und trugen das Gewicht der Tradition und des Glaubens. Das Untersuchungsteam, das mit Wärmebildkameras ausgerüstet war, dokumentierte das Ereignis. Als das Gesangsritual begann, geschah etwas Bemerkenswertes. Die Temperatur in der Umgebung des Steinkreises begann sich zu verändern, als ob sie auf die Resonanz der heiligen Klänge reagierte. Dr. Travis Taylor, der über das Phänomen, das sich vor ihm abspielte, erstaunt war, stellte fest, dass sich der Steinkreis auf der Spitze des Tafelbergs erwärmte. Es war eine spürbare und unerklärliche Transformation, ein Beweis für die Kraft des Rituals und der gesprochenen Worte. Die Ereignisse auf der Skinwalker Ranch sind ein fesselndes Beispiel für den anhaltenden Glauben an die Macht von Worten und Klängen, die physische Welt zu beeinflussen. Die Felsspirale, die jahrhundertelang als stummer Zeuge zahlloser Geheimnisse dastand, schien als Reaktion auf das uralte Gesangsritual lebendig zu werden. Aber was hat das alles zu bedeuten? Können Worte wirklich Portale zu anderen Dimensionen öffnen, oder gibt es eine wissenschaftliche Erklärung, die unter der Oberfläche